Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und Kameramann Micha, voll dabei. genau, herbstliche Stimmung, draußen ist es dunkel, wir machen uns das kuschelig und wir machen dieses Thema heute mit euch, einen ganz natürlichen Kranz und mit ganz viel Kräuter. Kräuter sind da drin, Fruchtstände, also die kleinen Zieräpfelchen hier und selber gesammelt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen für unseren Kranz. Genau. Und da habe ich einmal diesen Kleiderbügel von der Reinigung. Den nehme ich heute. Dann habe ich hier, ich glaube, das war irgendwie ein Päckchen. Das ist altes Papier. Hier habe ich noch eine alte Zeitung. Dann habe ich geschnitten unbedingt den Thymian. Da haben wir so viel, den habe ich mir abgeschnitten. Dann habe ich Äste gefunden. Die habe ich beim Laufen mit Sophie gefunden, die kleinen Äpfelchen. Dann habe ich hier diesen Bindedraht mit der Papierummantelung in Braun heute. Dann habe ich den grünen Bindedraht, einen Seitenschneider und eine Gartenschere. Dann habe ich hier drüben, können wir noch mal eben gucken, habe ich Moos. Ach ja, hier habe ich noch Beeren, kleine Hagebutten. Dann habe ich das spanische Moos und was ich noch habe ist Eukalyptus. Den finde ich sehr, sehr schön von der Farbgebung. Ich gucke einfach mal. Ich habe nämlich noch ein bisschen Schleierkraut gehabt. Das ist da unter. Und ich habe auch noch das helle Curly-Moos. Das habe ich auch. Aber ich gucke einfach, was wir heute nehmen. Und es geht los. Heute ist dunkel draußen, oder? Ja, deswegen haben wir eine Lampe an. Eine Lampe an und einen schönen Tee gemacht. Genau, wir haben uns das heute mal richtig gemütlich gemacht hier oben. Wir konnten leider nicht raus. Haben uns hier einfach mal das richtig kuschelig gemacht. Ich liebe ja Brezeln und einen schönen Tee. Genau. Was da drin ist, tatsächlich Hanfblätter, soll super sein, haben wir gerade nämlich bekommen, wollte ich mal ausprobieren. Und in dieser Zeit werde ich jetzt hier den Kleiderbügel, das geht immer eigentlich relativ flott. Ich habe schon mal welche gehabt, die waren echt schwierig zu biegen, aber der zum Beispiel geht super leicht, das ist überhaupt gar kein Problem und werde mir den jetzt einfach nur mal eben rund biegen. Was immer prima ist, ich glaube, wir haben auch in der Küche, genau, da hatten wir den Kräuterkranz, hatten wir auch so gemacht. Man kann das auch super jetzt mit Bändchen oder Jute oder egal was, ein Sisal, kann man das hier jetzt super verkleiden und damit aufhängen. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen abgerissen von dem Packpapier und werde jetzt hier den Bindedraht nehmen und hier einmal rumgehen, das fixieren. Einmal so, zack, oben miteinander verzwirbeln. Und dann gehe ich hier mit dem Bindedraht, guck mal, ich habe das einfach hier so mit der Hand nochmal eben so gemacht, zack. Und jetzt gehe ich hier ganz locker um das Papier einmal rum. Habe mir hier jetzt auch Streifen, lege den gleich an. Oben angekommen, einfach nochmal eben abgeschnitten. Und jetzt mit dem Draht hier einmal noch so rum. Dann ist es eigentlich relativ optimal, weil normalerweise habe ich auch immer für die Kränze ganz oft Moos als Untergrund genommen, um relativ gutes Volumen zu bekommen. Da wir aber den Thymian haben und ich liebe ihn ja auch, weil er so wunderbar riecht, werde ich ihn mir jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen halbieren, hier oben die Spitzen abschneiden und werde gucken, dass wir hier ein super Volumen mit reinkriegen. Ich nehme jetzt hier den Bindedraht, lege mir den Thymian an und gehe hier einmal rum, lege auch hinten was an, schneide mir das eben hier auf Länge, dann geht es natürlich immer schneller. Was ich mache, ich werde auch das Geäst mit reinnehmen, finde ich ganz schön. Gerade also als Untergrund ist es wirklich urig. Und wie gesagt, also ich schneide mir das hier immer einmal so in der Mitte durch. Das Geäst, was jetzt so extrem holzig ist, so wie hier diesen Strunk, den mache ich mir ab. Aber alle anderen kleinen Ästchen
kommen jetzt hier einfach in den Kranz mit rein. Guck mal, jetzt war ich doch noch mal eben schnell unten. Ein ganz kleines Stückchen fehlte noch. Und da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Rosmarin mitgebracht. Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. So, ich mache jetzt hier noch mal eben den Rest bis oben hin. Mal oben angekommen und ja, hier ist es jetzt nicht ganz gefüllt. Man kann sich das noch ein bisschen zurechtziehen. Hier war ich ein bisschen dicker, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm. Es riecht fantastisch und wir haben jetzt aber schon mal einen Untergrund und das war ja auch Sinn der Sache. Wenn man das ein bisschen lockerer macht, springt das auch so ein bisschen raus, das Thymian. Wenn man es öfter umwickelt, hätte man jetzt praktisch natürlich wie so ein Strohrömer einen festeren Kranz. Ich finde das so ganz niedlich, weil das sehr natürlich ist. Und dann, finde ich, können wir auch schon anfangen. So, den grünen Bindedraht, den cutte ich mir jetzt hier. Und ich habe ja hier mit diesem Braun, ich mag ja gerne diese Drähte mit dieser Papierummantelung. Und die verknote ich mir jetzt oder beziehungsweise verzwirbeln mir die jetzt miteinander. Guck mal, wir zeigen euch das, weil es ist natürlich immer besser und einfacher, wenn man sich alles das, was man gerne einarbeiten möchte, vorschneidet. Also hier den Rosmarin, den habe ich mir mal hier, ich weiß nicht, 10 cm vielleicht. Und das mache ich jetzt auch mit dem Eukalyptus. Den kann man auch immer super schneiden in zwei. Gut, die sind jetzt nicht so lang, kann ich euch nicht zeigen. Aber wenn man hier unten das abschneidet, hier zum Beispiel und da, dann mache ich oben den Rest ab. Und dann kann man die nämlich super noch mit in den Kranz mit einarbeiten. Und da stückel ich mir jetzt erstmal einiges. Unsere Beeren auch. Da mache ich das Gleiche. Mache mir überall so kleine, ungefähr die gleiche Länge. Und schneide mir die erstmal in Länge. Alles so ein bisschen auf Größe geschnitten. Und was wir jetzt machen, ich nehme jetzt einfach ganz durcheinander, so wie ich das gerne möchte. Ich nehme hier einfach mal Beeren und den Rosmarin. Und ich mache mir jetzt hier ganz kleine Sträußchen und schneide mir das nochmal auf eine Größe. Und jetzt nehme ich hier nochmal ein bisschen von dem spanischen Moos und werde das jetzt hier, ich zeige das mal, ich habe das alles relativ voll hier gerade, so schief an den Kranz ranlegen und gehe jetzt mit dem Draht hier zweimal rum, fixiere mir das, ziehe es schön fest, nicht zu doll, aber dass es eben schön hält und mache mir jetzt wieder ein Sträußchen, nehme hier vom Eukalyptus, jetzt, ich habe auch hier das Schleierkraut, das ist mir wirklich zu schade und das trocknet so wunderbar ein und das kann man hier wirklich überall mit super einarbeiten. Was nehmen wir denn mal noch? Hier noch ein bisschen Rosmarin. Ah nee, jetzt nehme ich mal ein bisschen grünes Moos. Die Kiste habe ich ja auch. Das lege ich mir auch einfach damit so rein. Ein paar Beeren. So, kleine Sträußchen gemacht. Und jetzt lege ich mir das hier so an, dass es nach innen zeigt. Gehe wieder mit dem Wickeldraht einmal rum und nochmal. Ich mache jetzt immer kleine Sträußchen. Ich habe jetzt auch mal so einen kleinen Ast einfach mit reingelegt und lege mir das jetzt immer einmal nach außen, einmal nach innen und das mache ich jetzt einmal rum. Und hier, guck mal, also was ich jetzt tatsächlich immer wieder benutze, ist jetzt das Curly-Moos oder auch die Äste, die wickel ich einfach mit rein, weil ich finde das wirklich schön, wenn man da so reinguckt und man sieht die einfach, hier oben sieht man es auch, ich zeige euch das nachher, kann man es besser sehen und ja, man kann sie einfach so leicht rausblitzen sehen und ich werde das jetzt hier auch wieder nach oben anlegen und ja, gehe einmal mit dem Draht rum und mache mir wieder ein neues Sträußchen. Was ich jetzt auch zwischendurch immer wieder mit reinnehme, ist auch das grüne Moos. Mache das einfach, ich
puddel mir hier einfach so einen kleinen Strauß zusammen. Mache das alles auf eine Länge und lege mir den innen an und gehe jetzt wieder einmal hier mit dem Draht oder zweimal rum. Einmal rumgewickelt und es duftet fantastisch. Und ich zeige das einfach mal. Ich habe jetzt hier den Draht, den Bindedraht einfach hier ein paar Mal um den Bügel rumgemacht. Und dann schneide ich mir hier nämlich einfach nur ein Stück ab. Und ja, das hält so. Gehe da einmal jetzt rum, nicht pieksen, dann ist es nämlich richtig schön fest. Aber hier haben wir jetzt natürlich noch die Lücke. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ein Sträußchen. Wo habe ich das Sträußchen? Hier habe ich das Sträußchen. Das habe ich mir eben gerade mit dem anderen Bindedraht einmal ein bisschen festgebunden. Und den werde ich jetzt hier einfach mit dem Heißkleber ran, schön ordentlich rauf. Und das Sträußchen kommt jetzt hier einmal richtig schön reingeklebt. Ich habe extra noch so ein Stück Ast damit reingemacht und fixiere mir das. Natürlich darf nicht fehlen. Guck mal, die kleinen süßen Äpfelchen. Und da gucke ich jetzt einfach mal, wenn ich hier so eine kleine Lücke habe, kommen die hier auch mit dem Heißkleber noch mal rauf. Und die werde ich mir jetzt hier vereinzelt noch mal in die Lücken reinsetzen. Hier zum Beispiel ist auch eine. Und mache die Äpfelchen noch eben rauf. Die Äpfelchen sind fest. Und ich finde, das ist ganz hübsch hier, das Naturband. Ich werde jetzt einfach, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das in den Kranz reinlaufen lasse. Nimm das jetzt einfach und werde mir jetzt hier oben den Kleiderbügel komplett einmal ummanteln. Gehe da bis oben hin zur Spitze rum. Hier nochmal ein bisschen Heißkleber und ziehe mir das nochmal eben ein bisschen fest. Lass es jetzt antrocknen und gehe jetzt nochmal wieder so zurück. Verknote ich jetzt beide. Ups, da nochmal ein bisschen ziehen und schneide hier den Rest einfach ab. Ich habe mich dagegen entschlossen. Ich will den Kranz einfach so natürlich lassen. Und jetzt haben wir hier einen Aufhänger, wenn man das mag. Und ich finde, der ist doch sehr natürlich, duftet wunderbar. Und wir hoffen auch sehr, dass wir euch heute mit dieser Deko-Idee inspirieren konnten. Dann natürlich Daumen hoch, wisst ihr ja. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, ein kostenloses Abo dalassen. Bekommt ihr mal Info, wenn ein Video online ist. Und genau, Instagram, Facebook gerne folgen. Kommen immer kleine Highlights. Wir freuen uns über Bilder und natürlich über eure Kommentare. Und es geht weiter mit dem Herbst. Wir freuen uns auf euch, eure Conny und Euer Kameramann Micha. genau, bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. Yeah.